sind jetzt hier in der Middlefield Road 555 in Palo Alto am Mental Research Institute. So let's see what you can find here. This is Don Jackson's obituary. January 29th here, right? Look, this is Jay. Hier haben Leute wie Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fish gearbeitet. Und auch ich und der Dieter haben hier das erste Mal in unserem Leben mit Patienten gearbeitet. I think that some of these guys are probably turning in their graves. I don't know if you guys heard, but 2 days ago there's a new antidepressant, Abilify, that has been created with a chip. So when the client takes the pill, it can be monitored by a psychiatrist someplace way away. Im 2017, wo wir jetzt leben, das ist auch Überflutung von Informationen, Überflutung von Realitäten. Und jeder muss, denke ich, auch schauen, wie er sich dadurch navigiert. Ja. Das ist schon so. Ja. It's time for a reawakening, if you will, to use the lingo of the 1960s, in which the focus isn't just giving people a pill and sending them on their way, because it doesn't work. There's a return to looking at the individual and to look inside their heads, as opposed to the focus on the interaction, which is what we continue to believe in. One of the most remarkable advances is taking place here in this quiet Palo Alto, California. So Don Jackson founded the MRI in '59. He came from a very psychoanalytic background, but he kept running into his clients in tiny Palo Alto. And so everybody kept telling him, oh, look, meet so-and-so, and oh, look, meet so-and-so. So he decided to bring them into the session. That's how our family therapy got started, which sounds very mundane, but that's the story that I heard told by the big popes. What they did was shift the focus from intrapsychic in the individual to the context in which something occurs. And so Dick Fish always used to say that, that mental illness is inherited. Parents get it from their kids. It was the whole 60s happening. And Gregory Bateson had open nights every Thursday at his house in Palo Alto. And everybody who was somebody came through those open nights. So Alan Watts was there, Ken Kesey was there. If they were in town, they came through Gregory Bateson, because he was this messianic person. Perhaps the most frightening thing about mental illness is that it does make sense. Everything was welcome. LSD There was everything. 25. The whole concept of cybernetics was that everything was related, right? There's no way to disentangle constructivism from the creation of the stories, of the world, of everything else. Also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht. Ich muss zuerst einmal ein bisschen auf der Karte schauen, wo wir da. So, jetzt rast da an Jui. Ja. Der Marcello ist mein Old Buddy und jetzt ist er sozusagen mein Chef bei Reha Suisse und wir haben uns eine gewisse Zeit verloren gehabt. Also wir waren gemeinsam, haben studiert in Wien und dann waren wir gemeinsam am MRI, wir haben gemeinsam Rasen verlegt in Mountain View. Es wird wieder sehr viel aktiviert, was früher da war. Also nicht nur was Marcello und mir betrifft, sondern einfach auch sehr viel Denken, sehr viel Emotion, was früher da war. Wir leben jetzt in einer extrem komplexen Zeit, wo alles extrem schnell sich verändert und ich finde, da ist Brief Therapy eine von vielen Antworten, aber eine sehr, sehr gute Antwort. Wenn man sich seine Realitäten selber konstruieren kann,
dann wird das Augenmerk sehr stark gelegt auf die Geschichten, die man sich erzählt. Also diese Narratives, die man sich erzählt. Und diese Narratives sind auch veränderbar. Also gibt es den schönen Ausdruck, it's never too late to have a happy childhood. I remember them being young and curious, and that is always a good thing. And wanting to do new things. Sí, claro. Y ahora no sé. Bueno, ok, te llamo en un rato. Ok, chao. Hi. Do you want to come in? Yes, sure. Sure, come on in. There's enormous amounts of stress, even within the higher echelons of, say, Facebook or Google. They send the nannies to the parent-teacher conferences. They've got an epidemic of heroin. And there's, of course, no treatment centers. As a consequence, AIDS is back on the rise. We're having a huge housing crisis because, of course, all of the big companies are around here. This is where Facebook is. And so Tesla is someplace up here. All of this is Stanford University, which actually feeds all of these companies. We are here. This is MRI. And of course, Google continues to gobble up everything. It's interesting, we have been at the Google complex Yeah. today, and it looks like a kindergarten. Yes. Like these colorful, Absolutely. tables and this Absolutely. colorful... And it's always the 4 colors. They provide everything on Yeah, those campuses. For free. For free. We have been at The the Google dry conference. cleaning, they will fix your car. They have massages. They have anything that you could dream of, they have on campus. And so, of course, what they get is that these kids who don't have a life otherwise are working 80 hours a week. They have no idea what real life is about. And so once they start dating, then they just fall apart. Wir stehen wirklich so am Rande eines größeren Umbruchs in der Arbeitswelt. Ja? Man muss sich nur anschauen, wie diese ganzen Burnout-Rehabilitationskliniken aus der Erde gestampft werden. Das ist ein riesiges Problemfeld. Und es wird deswegen virulent gerade, weil sich das nicht mehr ausgeht. Es gibt diese Pensionskassen und die schauen ja relativ genau drauf, warum Leute in Pension gehen, vor allem in Frühpension gehen. Und das war lange Zeit einfach immer klassisch Muskel-Skeletterkrankung. Und wir haben jetzt vor 2-3 Jahren ist diese 50%-Hürde überschritten worden von den psychischen Erkrankungen. Unsere Kunden sind sehr stark technologieaffin. Das heißt also, sie sind einfach nicht mehr gewohnt, auf dieser analogen Ebene miteinander konstruktiv umzugehen. Das Schöne am Burnout ist, dass es eigentlich die psychische Krise salonfähig gemacht hat. Also Burnout ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja fast schon eine soziale Anerkennung findet, weil man eben für eine Sache gebrannt hat. Tra 10 anni magari lavoreremo di meno, Ja, weniger, ja. perché ci saranno tutti i computer, le cose così. E quindi cosa facciamo della nostra vita? Wir betreuen momentan knapp 40.000 Menschen in der Schweiz, die sich bei uns melden können. Wir haben mehr als 1600 Fälle in den letzten 10 Jahren betreut. Und ich denke einfach, dass diese Entwicklung schneller ist wie der menschliche Geist. Also diese maschinelle Entwicklung. Und dass viele Leute hier seelisch, geistig ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich finde es ja ganz interessant, dass momentan ja diese ganzen Zombie-Filme so einen großen Stellenwert haben. Dieses seelenlose Erfüllen von einer Rolle und die Abgründe, die eigentlich da dahinter liegen. Wenn die Sinnhaftigkeit einer Arbeitstätigkeit verloren geht, dann ist das mittel- und langfristig höchst problematisch. Le cose importanti della vita sono sempre le stesse. Die Termine mit Freunden, die man in seinem Terminkalender hat,
Das ist das Erste, was gestrichen wird, interessanterweise. Und das ist auch gleichzeitig schon der erste große Fehler. Das sind ganz klar Quellen von hoher Bedeutung für Regeneration, für persönliche Entwicklung und persönlichen Wachstum. Das ist so. Ehi, basta! Finiscila! Piedi per terra! There's a lot of different industries in which there's the potential for a lot of bleeding of money. It's a very cost-effective, very clean way of promoting change. Der Paradigmenwechsel hier ist ja auch der, dass man hier weggeht von der Ursachenforschung, ja, hin zu Parametern, die man verändern kann, nämlich die Kommunikation in dem Fall. You're not trying to change the whole world. You're just trying to change the piece that is causing trouble right now. That's it. And so it's a little bit like when you throw a stone in a very quiet lake, just like the Lake Lucerne. It creates ripples. Reality is never fixed. So you can just go into whatever dream you want to go and you're going to find it. If it ain't broke, don't fix it. Das muss den Dieter fragen. Wer hat das gesagt? Ja, also da kann ich vielleicht... Don't ask it.